Die schockierende Wahrheit über das Vakuum. Was versteht man am Weltraum nicht? Der Weltraum hat die Menschheit immer mit seinen Geheimnissen fasziniert. Doch wahre Bestürzung ruft die unbegreifliche Natur des Vakuums hervor. Die meisten von uns stellen sich das Weltall als einen stillen, leeren Raum vor. Aber was passiert wirklich, wenn ein Körper in diese feindliche Umgebung gerät? Das Vakuum ist keineswegs einfach nur die Abwesenheit von Luft, sondern ein unerbittlicher Feind, der unseren Körper auf die Probe stellt. Eine der schockierendsten Wahrheiten über das Vakuum ist, wie schnell es auf den menschlichen Körper wirkt, wenn dieser seines gewohnten Schutzes beraubt ist. Die erste erschreckende Wahrheit. Im offenen Weltraum wird Wärme nicht durch Luft übertragen und die Körpertemperatur beginnt sich rasant zu verändern. Gerade das Vakuum ist verantwortlich für das plötzliche Fehlen von Druck, an das unser Körper überhaupt nicht angepasst ist. Unser Körper ist an den Luftdruck gewöhnt, der wie ein unsichtbarer Schild unsere Zellen schützt. Ohne diesen Druck beginnen sich die inneren Organe und das Blut völlig anders zu verhalten. Der Begriff „das Blut beginnt zu kochen“ bekommt hier eine beängstigende Bedeutung, denn ohne äußeren Druck kann Flüssigkeit tatsächlich schon bei niedrigeren Temperaturen zu kochen beginnen. Wie viele wissenschaftliche Entdeckungen eröffnet uns das Vakuum neue Dimensionen des Verständnisses, die wir nicht immer bereit sind zu akzeptieren? Was verbirgt sich hinter diesem kosmischen Schrecken? Das Vakuum ist nicht einfach nur ein unbeteiligter Beobachter. In seiner Gegenwart verlaufen alle Prozesse plötzlich anders. Zuallererst nimmt er uns die Möglichkeit zu atmen. Ohne Sauerstoff beginnen unsere Zellen nach Nachschub zu verlangen, und das ist nur der Anfang der Gefahren, die im All lauern. Angesichts solcher Herausforderungen versucht die Wissenschaft zu verstehen, wie lange ein Mensch durchhalten kann, bevor sein Körper dem kompromisslosen Ansturm des Weltraums nachgibt. Diese Erfahrung liefert uns wertvolle Erkenntnisse über unsere Fähigkeiten. Doch bevor wir zu den konkreten Empfindungen in den ersten Sekunden im offenen Weltraum übergehen, lassen Sie uns in die Tiefen dieser faszinierenden Herausforderung eintauchen. Die ersten Sekunden im offenen Weltraum. Was fühlt der Körper? Sobald Sie sich plötzlich im offenen Weltraum befinden, gleichen Ihre ersten Sekunden einer Szene aus einem Science-Fiction-Film. Ihr Körper spürt augenblicklich einen akuten Mangel an Druck. Sie fühlen, wie sich Ihr Brustkorb zu dehnen beginnt, da die Gase in den Lungen sich rasch ausdehnen. Übrigens ist das einer der Gründe, warum es in einer solchen Situation so wichtig ist, den Atem nicht anzuhalten. Andernfalls steigt das Risiko eines Lungenrisses erheblich. Das erste Gefühl ist ein kalter, metallischer Geschmack von Blut, der durch platzende Kapillaren entsteht. Dieser unerbittliche Druck des Weltraums lässt Ihren Körper spüren, als würde er augenblicklich zerbrechlicher werden. Die inneren Flüssigkeiten neigen dazu, sofort zu sieden. Aber das ist nicht etwas, das Sie in diesem Moment wirklich spüren würden. Sie werden vielmehr spüren, wie Ihre Augen und Ihre Haut anschwellen und Ihr Verstand allmählich im Chaos zu versinken beginnt. In diesem Moment ernährt sich Ihr Körper bereits von seinen eigenen Energiereserven und jeder Augenblick zählt. Der Sauerstoff im Blut geht schnell zur Neige und Ihr Gehirn sowie Ihre Organe beginnen unter dem Mangel an diesem lebenswichtigen Gas zu leiden. Ohne Raumanzug werden Sie spüren, wie jede Bewegung schwerfälliger wird und Ihr Gehirn verzweifelte Signale aussendet. Doch was wirklich überrascht, ist die Tatsache, dass Sie in den ersten Sekunden noch bei Bewusstsein bleiben. Ihr Gewebe beginnt zu kristallisieren, aber Sie sind immer noch da und klammern sich an die letzten Momente der Klarheit. Doch wenn nicht rechtzeitig Hilfe geleistet wird, wird dieser Kampf Ihr letzter sein. Interessanterweise eröffnen neueste Forschungen neue Horizonte im Verständnis dieser Prozesse. Unsichtbare Feinde, wie das Vakuum von innen zerstört. Nach den ersten Sekunden der Konfrontation mit dem Weltraum entfaltet sich ein wahres Drama, das dem Auge des Beobachters verborgen bleibt. Das Vakuum trifft das Herz unseres Körpers, seine inneren Systeme. Wie ein unsichtbarer Feind beginnt es von innen heraus zu zerstören und lässt ohne Hilfe von außen keine Chance auf Rettung. Das Erste, was passiert, ist ein plötzlicher Druckabfall, auf den unser Körper überhaupt nicht vorbereitet ist. Ohne den gewohnten Außendruck beginnen die Zellen unseres Körpers sich chaotisch zu verhalten. Und das ist nicht nur eine Hypothese, sondern eine echte Herausforderung für die menschliche Physiologie. Einer der heimtückischsten Feinde wird das Blut. Es verliert augenblicklich seine Stabilität und verwandelt sich in einen unheilvollen Gegner. Das Blut beginnt zu sieden, allerdings nicht im herkömmlichen Sinne, sondern auf molekularer Ebene, was zum Austritt von Gasen und zur Ausdehnung der Gefäße führt. Dieses Phänomen nennt man Dekompressionskrankheit und es betrifft nicht nur das Blut, sondern auch andere Körperflüssigkeiten. Dies löst eine Kaskade zerstörerischer Prozesse aus, die den gesamten Körper erfassen. Doch das ist erst der Anfang einer schrecklichen Kettenreaktion. Auch die Lunge darf man nicht vergessen. Der Vakuum wirkt auch auf sie erbarmungslos ein. Das Gas in den Lungen beginnt sich rasch auszudehnen, was zu schweren Gewebeschäden führen kann, wenn man nicht rechtzeitig ausatmet. In einer solchen Situation ist es wichtig, nicht in Panik zu geraten, auch wenn das unvermeidlich erscheint. Innerhalb weniger Sekunden werden die Lungen zu einer Hochrisikozone, in der jeder Atemzug der letzte sein könnte. Doch damit gibt sich das Vakuum nicht zufrieden. Es greift weiter an wie ein unsichtbarer Aggressor und zerstört das Nervensystem sowie die Herzrhythmen.
Der Körper beginnt unter Sauerstoffmangel zu leiden. Das Gehirn, eines der verletzlichsten Organe, beginnt schnell zu versagen und verweigert die Ausführung seiner Funktionen. Und das ist keine Fantasie, sondern ein reales Szenario, das von Wissenschaftlern sorgfältig untersucht und analysiert wird. Im offenen Weltraum ist kein Platz für Schwäche und jede Komponente unseres Körpers wird Prüfungen unterzogen, die unser Verständnis von menschlicher Widerstandsfähigkeit und Fähigkeiten auf den Kopf stellen können. Ein packender Kampf um Sauerstoff. Wie viele Minuten bleiben noch? Und nun kommen wir zu einem entscheidenden Moment, in dem nur der Sauerstoffvorrat in Ihrem Blut bestimmt, wie viel Zeit Ihnen noch bleibt. Ohne Sauerstoff in der Lunge beginnt der Körper, das zu nutzen, was noch im Blut vorhanden ist. Und das geschieht rasend schnell. Der Hauptfeind dieses Prozesses ist die Zeit. Und davon haben Sie nur sehr wenig. Wissenschaftler behaupten, dass ein Mensch unter solchen Bedingungen das Bewusstsein nur 10 bis 15 Sekunden lang aufrechterhalten kann. Nach diesem kurzen Zeitraum beginnt ein wahrer Kampf ums Überleben. Ihr Gehirn, dem der Sauerstoff entzogen wurde, beginnt allmählich abzuschalten. Es ist fast wie ein langsamer Todeskampf, bei dem jede Sekunde zählt. Der Körper braucht dringend neuen Sauerstoff, aber es gibt einfach keinen. Wenn innerhalb der nächsten paar Minuten keine Hilfe eintrifft, beginnen im Gehirn irreversible Veränderungen. Solange das Herz weiterschlägt, versucht es, das Gehirn und die anderen Organe mit Blut zu versorgen. Doch ohne ausreichenden Sauerstoffgehalt sind seine Bemühungen vergeblich. Alle Prozesse verlangsamen sich und der Körper beginnt allmählich abzuschalten. Nach etwa 1,5 bis 2 Minuten kann das Herz stehen bleiben. Dies geschieht aufgrund von Sauerstoffmangel und der Zunahme von Kohlensäure im Blut, was zu einem Herzstillstand führt. Doch selbst in diesem tragischen Moment zeigt der menschliche Körper eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit. Wissenschaftler haben wiederholt Tierversuche durchgeführt, um die Grenzen der menschlichen Überlebensfähigkeit im Vakuum zu erforschen. Die Ergebnisse zeigen, dass der Körper, wenn er innerhalb dieses kurzen Zeitraums in normale Bedingungen zurückkehrt, die Chance auf eine Erholung ohne erhebliche Schäden hat. Experimente mit Affen und Hunden haben diese Fähigkeit zur Selbstheilung bestätigt, allerdings nur, wenn rechtzeitig Hilfe geleistet wurde. Diese Daten sind ermutigend, erinnern uns aber dennoch an die schmale Grenze, auf der wir im Weltraum balancieren. Die Prüfungen enden jedoch nicht mit der Wiederaufnahme der normalen Atmung, denn das Vakuum setzt seinen vernichtenden Schlag fort. Reale Untersuchungen. Was sagen Wissenschaftler über das Überleben? Moderne Forschungen, die von Wissenschaftlern durchgeführt wurden, werfen Licht auf die Geheimnisse, die im Vakuum verborgen sind. Versuche an Tieren wie Affen und Hunden haben es ermöglicht, herauszufinden, wie der Organismus auf einen kurzfristigen Aufenthalt im offenen Weltraum reagiert. Diese Experimente zeigen, dass der Körper trotz offensichtlicher Risiken in der Lage ist, unglaublichen Bedingungen zu widerstehen. In den Experimenten hielten die Tiere einen Aufenthalt im Vakuum über 1,5 Minuten aus, sofern sie danach schnell wieder in sichere Bedingungen zurückgebracht wurden. Dies weist darauf hin, dass auch der menschliche Organismus sich unter bestimmten Bedingungen erholen kann. Wissenschaftler haben außerdem die Auswirkungen des fehlenden Drucks auf die Funktion von Zellen und Organen untersucht. Es stellte sich heraus, dass sich Zellen an einen kurzfristigen Vakuumzustand anpassen können, sofern rechtzeitig der normale Druck und die Sauerstoffversorgung wiederhergestellt werden. Einige Zellen zeigen eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit, indem sie ihre Struktur und Funktionen selbst nach Einwirkung extremer Bedingungen bewahren, was zum Schlüssel für das Verständnis von Regenerationsprozessen wird. Besonderes Interesse der Wissenschaftler gilt der Möglichkeit, dieses Wissen zur Verbesserung von Lebenserhaltungstechnologien im Weltraum zu nutzen. Die Entwicklung fortschrittlicherer Raumanzüge und Lebenserhaltungssysteme wird zur Realität, denn jede dieser Erfahrungen bringt neue Erkenntnisse. Diese Forschungen eröffnen uns nicht nur Gefahren, sondern auch außergewöhnliche Möglichkeiten für die Anpassungsfähigkeit und das Überleben des menschlichen Körpers. Dennoch bleibt noch viel zu erforschen, denn der Weltraum und seine Gefahren stellen weiterhin eine Herausforderung dar, die unsere Bereitschaft und einen klugen Ansatz erfordert. Druck und Temperatur, tödliche Fallen des Weltraums. Wir tauchen tiefer ein in die tödlichen Fallen des Weltraums, wo Druck und Temperatur eine entscheidende Rolle für das Überleben spielen. Das Vakuum ist nicht einfach nur die Abwesenheit von Luft, sondern eine Umgebung, in der die Temperatur rasch von extremer Hitze zu eisiger Kälte wechselt. Im Schatten des Weltraums kann die Temperatur auf minus 450 Grad Fahrenheit sinken, während sie im direkten Sonnenlicht fast 250 Grad erreichen kann. Diese Extreme stellen eine echte Herausforderung für den menschlichen Körper dar, wenn er nicht durch einen Raumanzug geschützt ist. Sobald der Druck abrupt abfällt, beginnt das Chaos. Unter normalen Bedingungen ist unser Körper an den atmosphärischen Druck gewöhnt, der das Gleichgewicht zwischen inneren und äußeren Kräften aufrechterhält. Im Vakuum jedoch wird dieses Gleichgewicht gestört und ohne äußeren Druck beginnt die Flüssigkeit in unserem Körper selbst bei unserer Körpertemperatur zu sieden. Dieses Phänomen ist als Siedeeffekt bei niedrigem Druck bekannt und kann zur Bildung von Bläschen im Blut und in den Geweben führen. Auch die thermische Einwirkung hat erhebliche Auswirkungen.
Ohne Atmosphäre beginnt sich unsere Körpertemperatur unter dem Einfluss der Sonnenstrahlung oder deren Abwesenheit zu verändern, wodurch unser Körper entweder erhitzt oder abgekühlt wird. Unter solchen Bedingungen können Haut und oberflächliche Gewebe schnell überhitzen oder im Gegenteil auf gefährliche Werte abkühlen. Es ist schwer vorstellbar, aber ohne Raumanzug kann der Körper gleichzeitig sowohl Hitze als auch Kälte ausgesetzt sein, je nachdem, ob er der Sonne zugewandt ist oder nicht. Diese extremen Veränderungen von Temperatur und Druck stellen tödliche Fallen dar, die zu unüberwindbaren Barrieren für das Überleben werden. Schon ein kurzer Aufenthalt im Vakuum kann zu kritischen Schäden führen und ohne sofortige Hilfe können die Folgen irreversibel sein. Dennoch bleibt der menschliche Organismus trotz all dieser Gefahren erstaunlich widerstandsfähig und ist zur Regeneration fähig, wenn sich die Bedingungen rechtzeitig ändern. Doch damit enden die Prüfungen nicht, denn das Weltall überrascht weiterhin mit seinen ungewöhnlichen Herausforderungen. Wasser und Blut, unerwartete Transformationen im Vakuum. Unter Vakuumbedingungen erfahren die Flüssigkeiten unseres Körpers unglaubliche Veränderungen. Wasser, das die Grundlage allen Lebens bildet, gerät in einen völlig neuen Zustand. Sobald der dem irdischen entsprechende Druck verschwindet, beginnt das Wasser in unserem Körper bei Körpertemperatur zu sieden. Dieser Prozess erinnert an das Aufblasen eines Luftballons, wenn Wassermoleküle rasch in den gasförmigen Zustand übergehen und versuchen, das Gewebe ihres Behälters zu verlassen. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Kreislaufsystem demselben Einfluss ausgesetzt ist. Und das ist nicht einfach nur eine Szene aus einem Horrorfilm, sondern eine reale Bedrohung für das Überleben des Menschen. Auch das Blut, das sich in den Venen und Arterien befindet, bleibt von diesen dramatischen Veränderungen nicht unberührt. Ohne den Druck, der das Sieden verhindert, beginnt das Blut ein seltsames Verhalten zu zeigen. Auf molekularer Ebene beginnt es zu sieden und bildet Gasblasen, die Gefäße verstopfen und die Durchblutung stören können. Dieses Phänomen nennt man Gasembolie und es ist lebensgefährlich. Es ist unmöglich zu überschätzen, wie zerstörerisch das für alle lebenswichtigen Organe ist, insbesondere für das Gehirn. Trotz solch extremer Bedingungen gibt der Körper jedoch nicht auf. Er kämpft weiter ums Überleben durch unglaubliche Mechanismen der Regeneration. Wird eine Person sofort aus dem Vakuum geborgen, ist ihr Körper in der Lage, sich ohne langfristige Schäden zu erholen. Das ist eine beeindruckende Demonstration der Widerstandsfähigkeit der menschlichen Natur. Durch die Rückkehr zu normalen Bedingungen stabilisiert sich das Blut wieder und die Körperfunktionen setzen erneut ein. Dieses Phänomen ist zweifellos erstaunlich. Seine Erforschung geht jedoch weiter, denn auf dem Weg zum vollständigen Verständnis gibt es noch viele Hindernisse. Das Vakuum allein reicht nicht aus, um die menschliche Natur völlig zu brechen. Aber das bedeutet nicht, dass der Kampf hier endet. Ein besonders eindrucksvolles Schauspiel ist, wie der Körper auf Sonnenstrahlung reagiert. Doch was wirklich atemberaubend ist, das ist die Sonnenstrahlung. Im Vakuum, ohne die gewohnte Erdatmosphäre, greifen die ultravioletten Strahlen der Sonne die ungeschützte Haut ohne jegliche Barriere an. Diese Strahlen, für das Auge unsichtbar und von gnadenloser Natur, können innerhalb von Sekunden schwere Verbrennungen verursachen. Doch das ist erst der Anfang. Sonnenstrahlung besteht nicht nur aus Ultraviolett, sondern auch aus Gammastrahlen und Röntgenstrahlung, die tief ins Gewebe eindringen und Zellen auf DNA-Ebene zerstören können. Ohne die schützende Schicht der Atmosphäre ist die menschliche Haut schutzlos ausgeliefert. Sie beginnt durch die Hitze zu verkohlen und in tieferen Schichten werden Hautzellen durch die Strahlung zerstört. Dies kann zu Verbrennungen dritten Grades und zu Schäden an inneren Organen führen. Gleichzeitig wirkt sich die Strahlung auch auf das Immunsystem aus, schwächt dessen Schutzfunktionen und macht den Körper anfälliger für Infektionen und Krankheiten. Eine solche Einwirkung führt zu irreversiblen Folgen, die man sich kaum vorstellen kann. Außerdem wirkt sich die Sonnenstrahlung auf das Nervensystem aus und verursacht eine schnelle Degeneration der Nervenzellen. Dies kann zu schweren neurologischen Schäden und sogar zum Bewusstseinsverlust führen. Und obwohl der menschliche Körper unglaublich widerstandsfähig ist, kann die Genesung ohne sofortige Hilfe sehr lange dauern. Doch selbst in dieser scheinbar hoffnungslosen Situation suchen Wissenschaftler weiterhin nach Möglichkeiten, sich vor Sonnenstrahlung zu schützen. Sie entwickeln neue Materialien und Technologien, um das Risiko zu minimieren und die Sicherheit im Weltraum zu gewährleisten. Diese Forschungen helfen uns besser zu verstehen, wie wir uns an extreme Bedingungen anpassen können und eröffnen neue Horizonte in der Erforschung des Weltraums. Doch selbst mit den besten Technologien bleiben unsere Körper vielen Gefahren des offenen Weltraums schutzlos ausgeliefert. Mythen und Realität. Was passiert mit der Haut ohne Raumanzug? Im Vakuum ist eine der am weitesten verbreiteten und schockierendsten Illusionen die Vorstellung davon, wie die menschliche Haut reagieren sollte. Viele stellen sich vor, dass die Haut, die ohne schützenden Raumanzug dem Vakuum ausgesetzt ist, sofort explodiert oder zumindest vom Körper abfällt. Die Realität sieht jedoch etwas anders aus. Das Vakuum führt zum Platzen kleiner Blutgefäße unter der Haut, wodurch sie schnell anschwillt. Dadurch sieht die Haut unnatürlich aus, aber sie löst sich keineswegs buchstäblich ab. Schwellung und Rötung sind nur die ersten Anzeichen des Kampfes des Körpers.
Das Fehlen des atmosphärischen Drucks wirkt sich ebenfalls auf die Struktur der Haut aus. Sie wird anfälliger für äußere Einflüsse wie ultraviolette Strahlung und Radioaktivität, was zu Verbrennungen und möglichem Hautkrebs führen kann. Studien zeigen, dass die Haut im Vakuum, wenn der Mensch nicht durch einen Raumanzug geschützt ist, anfangen kann zu reißen und ihre Elastizität zu verlieren. Das geschieht durch den Feuchtigkeitsverlust, denn das Wasser in den Hautzellen verdunstet bei niedrigem Druck sehr schnell. Wissenschaftler, die die Auswirkungen des Vakuums beobachtet haben, betonen immer wieder, dass die menschliche Haut trotz aller Einflüsse erstaunlich widerstandsfähig ist. Wenn sie rechtzeitig wieder in normale Bedingungen gebracht wird, kann sie zu ihrem gewöhnlichen Zustand zurückkehren. Diese Tatsache beruhigt zwar, unterstreicht aber dennoch die Gefahren eines Aufenthalts im Vakuum, selbst für kurze Zeiträume. Also, obwohl die Haut nicht explodiert, weisen die Mythen über diese schreckliche Möglichkeit dennoch darauf hin, wie wenig wir tatsächlich darüber wissen, was unser Körper auszuhalten vermag. Das eröffnet die Tür für weitere Forschungen und die Verbesserung unseres Wissens und unserer Technologien. Was kommt als nächstes? Wozu ist der menschliche Körper im Vakuum fähig? Erstaunlicherweise zeigt unser Körper eine unglaubliche Ausdauer, indem er sich an extreme Bedingungen anpasst. Es ist wichtig zu verstehen, dass selbst wenn wir uns im offenen Weltraum mit seinen gnadenlosen Bedingungen befinden, unsere inneren Systeme weiterhin Wege zum Überleben suchen und alle verbleibenden Ressourcen nutzen. Wie Experimente und Studien zeigen, hinterlässt ein kurzfristiger Aufenthalt im Vakuum keine irreversiblen Schäden am menschlichen Körper, sofern die Person rechtzeitig wieder in sichere Bedingungen zurückgebracht wird. Dieses Wissen eröffnet neue Horizonte für die Weltraumforschung und das Überleben im offenen All und fördert die Entwicklung von Technologien, die das Leben des Menschen unter solch extremen Bedingungen unterstützen können. Dennoch sind wir noch weit davon entfernt, alle Feinheiten der Anpassung des Organismus an das Vakuum zu verstehen. Da kosmische Strahlung und extreme Temperaturen weiterhin erhebliche Bedrohungen darstellen, arbeiten Wissenschaftler an der Verbesserung von Schutztechnologien und Materialien. Sie bemühen sich, den Schutz der Raumanzüge weiter zu perfektionieren und entwickeln Methoden, um die Auswirkungen der kosmischen Einflüsse zu minimieren. Dies ermöglicht es nicht nur, die aktuellen Forschungen auf ein neues Niveau zu heben, sondern eröffnet auch Perspektiven für einen längeren Aufenthalt des Menschen im All. Der menschliche Organismus ist in der Lage, für kurze Zeit im Vakuum das Bewusstsein und die Funktionstüchtigkeit aufrechtzuerhalten. Und dieses Wissen in Verbindung mit sich entwickelnden Technologien gibt Hoffnung. Wir müssen die Bedrohungen nicht nur berücksichtigen, sondern können auch Lösungen entwickeln, die uns helfen, mit ihnen umzugehen. Vielleicht wird der Mensch in Zukunft noch effektiver den Herausforderungen des Weltraums trotzen können, wenn wir weiterhin unser Wissen und unsere Fähigkeiten stärken. Diese erstaunliche Widerstandsfähigkeit des Menschen gegenüber feindlichen Bedingungen, die zunächst unmöglich erscheinen mag, bestätigt nur, dass unsere Möglichkeiten tatsächlich grenzenlos sind. Denn die Grenzen des menschlichen Körpers sind noch nicht endgültig bestimmt.